Die Farm der Tiere von George Orwell. Ich habe das Buch auf Deutsch gelesen und einige Wörter, Verben oder Redewendungen gesammelt, die im Buch vorkommen und die wir heute mit euch gemeinsam analysieren möchten. Wir empfehlen das Buch auf jeden Fall, weil es nicht nur beim Deutschlernen hilft, sondern auch wirklich zum Nachdenken anregt. Los geht's! Im Buch sehen wir diesen Ausschnitt. Die Tiere traten im Gänsemarsch ein. Wenn wir euch ein Bild dazu zeigen, dann wisst ihr sicher, was damit gemeint ist. Im Gänsemarsch gehen meint, dass wir hintereinander, einer hinter dem anderen, gehen oder eben marschieren. Also im Buch heißt das, dass die Tiere hintereinander in einer Linie und geordnet eintreten. Als Kinder haben wir das auch oft gehört, zum Beispiel: Jetzt gehen wir alle im Gänsemarsch über die Straße. Hier haben wir den Satz: Den ganzen Sommer über lief die Arbeit auf der Farm wie am Schnürchen. Auch das ist eine typische Redewendung. Damit meinen wir, dass alles reibungslos, ohne Probleme läuft. Also genau so, wie wir es uns im besten Fall vorgestellt haben. Zum Beispiel könnten wir sagen: Die Präsentation ist heute wie am Schnürchen gelaufen. Bis jetzt läuft die Reise wie am Schnürchen. Jemandem aus der Klemme helfen. Habt ihr das schon einmal gehört? Im Buch lesen wir: Doch die Schweine halfen ihnen immer wieder aus der Klemme. Alternativ können wir dazu auch sagen: Jemanden aus der Patsche helfen. Beide Redewendungen meinen, dass wir einer Person aus einer Notlage heraushelfen oder aus einer Notlage befreien. Wir helfen also einer Person, einen Ausweg aus einer schwierigen Situation zu finden oder zu ermöglichen. Zum Beispiel können wir sagen: Vor lauter Nervosität hat die Moderatorin ihren Text vergessen. Ihr Co-Moderator hat ihr aus der Klemme geholfen und die Moderation ganz einfach übernommen. Oder: Danke, dass du mir das Geld leihst. Da hilfst du mir jetzt wirklich aus der Klemme. Im Buch kommt das Adverb schnurstracks vor. Kennt ihr das? Das ist umgangssprachlich und meint ganz schnell oder auf dem kürzesten, auf dem schnellsten Weg. Wenn es also im Buch heißt, er stürzte schnurstracks ins Farmhaus, dann meint man damit, dass der Mann ganz schnell ohne Umwege sofort ins Farmhaus geht. Wir können uns auch erinnern, dass unsere Eltern oder Großeltern, als wir klein waren, oft zu uns gesagt haben: Jetzt aber schnurstracks ins Bett. Übrigens, vielleicht habt ihr 2 Zeilen oberhalb das komische Wort Tohuwabohu gesehen. Das bedeutet ganz einfach ein großes Chaos, Wirrwarr und Durcheinander. Ein alternatives Wort dazu haben wir euch schon einmal in einem anderen Video gezeigt. Was ist im Nu? Im Nu kommt ein paar Mal im Buch vor. Zum Beispiel: Im Nu war die ganze Farm eingeschlafen. Doch im Nu hatte sie Schneeballs Beredsamkeit fortgerissen. Könnt ihr erraten, was das heißt? Nu, der Nu, ist ein Substantiv und meint Augenblick oder Moment. Wir verwenden es meistens in der Redewendung im Nu. Das ist umgangssprachlich und meint ganz einfach in kürzester Zeit oder sehr schnell. Zum Beispiel könnten wir sagen: Ich bin im Nu zurück. Also, ich bin gleich oder sofort wieder zurück. Unsere Oma hat zum Beispiel manchmal gesagt: Das ist kein Problem, das ist im Nu gemacht. Also, das ist überhaupt kein Problem, das ist sofort erledigt, sofort gemacht. In diesem Ausschnitt sehen wir gleich 2 typische Redewendungen. Starten wir mit der ersten. Um ein Haar packten die Kiefer des einen Schneeballs Ringelschwanz. Wenn etwas um ein Haar passiert, dann meinen wir damit beinahe oder fast. Also es hätte nicht viel gefehlt und es wäre passiert, aber es ist gerade so eben nicht passiert. Meistens möchten wir damit sagen, dass wir Glück hatten und gerade so etwas Schlimmem entkommen sind. Im Buch heißt das also, dass der Hund fast den Ringelschwanz des Schweins erwischt hätte. Im letzten Moment konnte er ihn aber noch wegziehen. Wir können diese Redewendung aber auch in weniger dramatischen Situationen verwenden und zum Beispiel sagen: Um ein Haar hätten wir den Flug verpasst. Oder: Um ein Haar hätte ich den Test nicht geschafft. Die zweite Redewendung ist einen Zahn zulegen. Im Buch sehen wir den Satz: Dann legte er einen Zahn zu. Das ist auch wieder umgangssprachlich. Wenn wir einen Zahn zulegen, dann werden wir schneller. Wir erhöhen unsere Geschwindigkeit oder unser Tempo.
Das Schwein im Buch, Schneeball, versucht gerade zu flüchten. Damit ihm das gelingt, muss er einen Zahn zulegen. Er muss also schneller werden, seine Geschwindigkeit erhöhen, um erfolgreich entkommen zu können. Manchmal könnten wir es auch als Synonym für sich beeilen verwenden. Wenn wir zum Beispiel sagen, leg mal einen Zahn zu, wir sind schon spät dran, dann meinen wir, beeil dich. Oft meinen wir damit aber auch, dass wir uns noch mehr Mühe geben oder noch mehr anstrengen, zum Beispiel um ein Ziel zu erreichen. Wenn ich beispielsweise eine Deadline bis Freitag einhalten möchte, könnte ich sagen, jetzt muss ich aber einen Zahn zulegen. Oder jetzt lege ich aber einen Zahn zu mit meiner Arbeit, dann schaffe ich es bis zur Deadline am Freitag. Oder in unserem Dialekt, legt's mir einen Zahn zu, wir müssen das heute noch fertig kriegen. Habt ihr diese Redewendungen gekannt? Lasst uns das gerne unten in den Kommentaren wissen. Wie immer sagen wir Danke und hoffen, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin nicht vergessen, gemeinsam macht Deutsch lernen doppelt so viel Spaß.